Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir für Bier mit Yannick und Philipp. Heute gucken wir uns mal eine kleine, aber hoffentlich feine Probierbox von BrewDog an. Was haben wir denn da Feines drin? Magst du mal aufmachen? Was kommt uns denn hier schon alles Schönes entgegen? Eine Karte mit der Übersicht aller Biere. Ja, dann pack du mal aus, dann kann ich ja hier ablesen. Wir müssten ein Punk-IPA haben. Das haben sie uns hier doch tatsächlich reingetan. Hervorragend. Das Bier, mit dem alles bekannt, sagt BrewDog selbst. Dann ein BrewDog Lost. Das erste CO2-negative Bier der Welt. Das ist hervorragend, wenn die Textkarte beilegen. Einmal Elvis Juice. Grapefruit infused and ready to rock and roll. Ich bin gespannt. Und einmal Hazy Jane. Last but not least. Die Vollkasko-Fruchtmaschine. Wir starten wie immer mit dem niedrigsten Alkoholgehalt und testen uns dann langsam nach oben. Das niedrigste hat das Lost Lager mit 4,5% Alkoholgehalt. Und dann schauen wir doch einfach mal, was das hier kann. Schütt uns doch einmal eine Runde ein. So, würde ich sagen, gehen wir einmal flott rein. Es riecht schon mal sehr fruchtig. Probieren wir mal. Prost. Prost. Ja. Das ist ein Lager, ne? Geht schön runter. Schmeckt, was es verspricht, kann man gut trinken. Ich wäre, glaube ich, bei einer 3,5. Schon süffig. Ja, gehe ich mit. 3,5, 3,75. Dann sagen wir 3,75. Fein, kann man gut austrinken. Klasse Bier. Zum nächsten. So, Nummer 2 von 4 ist das Hazy Jane mit 5,0% Alkohol. Die Vollkasko Fruchtmaschine. Wollen wir mal gucken, ob es hält, was es verspricht. Alles gut geschüttelt. Ich dachte, du trinkst die Dose aus. So, danke fürs Einschütten, Yannick. Dann gehen wir mal ans Probieren, beziehungsweise erstmal gucken wir, wie es riecht. Also fruchtig riechen tut es auf jeden Fall. Das ist ein Obstsalat. Hoffentlich schmeckt es besser als ein Obstsalat. Prost. Ja, noch eine gute Ecke. Das erkennst du als IPA, ne? Also fruchtiger, aber halt auch deutlich herber, wie man es vom IPA erwartet als das erste. Wo wärst du bewertungstechnisch? Ich glaube, ich würde ein bisschen tiefer ansetzen. ja, aber auch nicht viel tiefer, ne? 3,25. Wenn ich jetzt okay, dann immer noch ein sehr gutes Bier in meinen Augen. Kann man gut austrinken, 3,25 passt. Bier 3 von 4. Jetzt das Elvis Juice mit Grapefruit Infused IPA. Hört sich nach einem Radler an. Mal sehen, ob es da Hört noch sich ist. nach Native Speaker an. 5,1. Ne, nach einem Radler riecht es schon mal nicht. Oh. Da geht Schaum mit. So. Ja, der Einschüttkünstler wieder unterwegs. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal eine Viertelstunde stehen und sind gleich wieder da. Eine Ewigkeit später. So, der Schaum hat sich jetzt ein wenig verflüchtigt. Das heißt, wir können uns jetzt langsam mal dem Probieren widmen. Das ist schon fast abgestanden. Du hättest ja auch ordentlich einschenken können. Es riecht deutlich weniger fruchtig auf jeden Fall als es gerade. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Prost, erkennen. Nee. Also es könnte jetzt auch daran liegen, dass es hier Das ist eine Viertelstunde rumstand, aber es schmeckt halt auch einfach nicht wirklich intensiv. Fast ein bisschen. nach eingeschlafene Füße. Also ja, das stinkt jetzt doch ab Ja. gegenüber den anderen beiden. Also wir waren ja bei einer 3,75, 3,25. Hier würde ich deutlich schlechter ansetzen, 2,5. Ja. Und das ist noch mit viel gutem Willen.
Ja. Ja, die anderen reißen es raus. Ja, ja. Das ist jetzt die Sympathie für die Brauerei, aber Okay, mit Sympathiepunkten 2,5. So, wir hatten hier leider gerade zwischen den beiden Bieren einen kleineren Unfall. Deshalb versuche ich jetzt mal trotzdem halbwegs normal das Punk IPA anzumoderieren. 5,4% Alkohol, damit das letzte von den Vieren. Und Yannick, du kannst jetzt mal versuchen, das Loch in der Dose zuzuhalten und irgendwie das Bier in die Gläser verteilt zu bekommen. ja, so klappt es nicht. Ihr seht. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Wir haben hier über uns eine Lampe hängen. Und Yannick hat gerade in Vorbereitung auf den Take die Dose mal kurz hochgehalten, ist an die Ecke von der Lampe gestoßen und dabei ist die Dose geplatzt. Was wir hier Ist auch schade, dass YouTube Ja. keine Gerüche transportiert. Hier riecht es nämlich jetzt sehr intensiv nach dem Bier. Also ich glaube, die Geruchsprobe können wir uns gleich schon sparen. Und es ist auch ordentlich Doseninhalt flöten gegangen. Ja, und wir haben hier wieder den Völlinger See nachgebildet. Ich würde sagen, wir ziehen auf jeden Fall schon mal glatt 1,0 für die Dosenqualität ab. Ja, Also ist ja schön, wenn man Ressourcen beim Aluminium ja, sehr. Also spart, aber es war, dass das Lost-Lager CO2-neutral war. Nee, negativ sogar, aber. es war kein heftiger Anstoß. Nee. Apropos heftiger So, Anstoß. es riecht komisch wie unser Set. Ja, das. Ja. Schauen wir mal. Schmeckt so ein bisschen wie das. Besser als die Dose auf jeden Fall. Es schmeckt besser als die Dose. Ja, es schmeckt besser als Alu, aber es ist irgendwie ähnlich wie das gerade. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Leider doch abgebaut, ne? Ja, stark angefangen, stark nachgelassen. Was würdest du ihm geben? Ich finde es besser, ja, als das Grapefruit IPA hier, aber 2,75. Ja, können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja, und wenn man dann jetzt noch die Dosenqualität abzieht, die sind wir einfach bei einer 1,75. bodenlos ist, aber gut. Trinken wir mal aus und dann muss hier gewischt werden und dann kommen wir gleich zum Fazit. Zum Fazit unserer kurzen Brewdog-Probierverkostung. Also ich würde sagen, die 4 Biere kann man alle absolut trinken. Ist, glaube ich, ein guter Einstieg, auch für kleines Geld in die Brewdog-Familie. Checkt gerne dafür auch den Link in der Videobeschreibung, da kann man die nachbestellen. Damit unterstützt ihr auch den Kanal. Die Dosenqualität lässt aber, auch wenn ich mir hier alles, obwohl wir jetzt gerade schon mal ein bisschen gewischt haben, angucke, extrem zu wünschen übrig. Da sollte definitiv noch was passieren. Dem kann ich mich anschließen. Gutes Bier, schlechte Dosen. Wenn ihr mehr gutes Bier in guten Dosen sehen wollt, liked das Video, abonniert unseren Kanal und checkt unsere Socials in der Beschreibung. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal bei Wir für Bier. Ciao.